Rita richtet sich gerade noch ihre Frisur für das neue Video. Wir sind heute wieder mal im Partnerlook. Das hat damit zu tun, dass es heute draußen ziemlich kalt ist und hier am Dachboden, ja, so wahrscheinlich ungefähr um die 20 Grad. Jetzt werden wir nachher die Heizung mal ein bisschen weiter hinaufstellen. Aber sonst geht es dir gut, oder Rita? Na, mir geht's eh bestens. Aber wir hätten die Lüfter nicht einschalten können, denn sonst macht es die ganze Zeit Brrrr. Das stimmt leider. Heute kommen wir mal mit einem Video, welches schon längere Zeit angefragt wird. Ich bin gespannt, wie viele von euch das interessieren wird. Manche vielleicht mehr, die anderen weniger, aber dann schaut es uns, lasst es uns trotzdem gemeinsam anschauen. Es geht um das Thema, ihr habt es ja vielleicht im Gegensatz zu Rita schon in dem Titel des Videos gelesen und auf dem Thumbnail. Es geht darum, wie man eine Lego-Stadt plant und wie man speziell beginnt damit. Wir bekommen lustigerweise immer wieder Anfragen, wo die Leute uns fragen, wie man das so startet, was man alles beachten muss und so weiter. Da haben wir uns gedacht, wir teilen mit euch mal unsere Erfahrung, auf was es bei uns drauf angekommen ist, wo wir draufgekommen sind. Ich wollte gerade sagen, wo wir draufgekommen sind. Es hat sich ja doch etwas anders gestaltet, als das am Anfang geplant war. Und ja, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Und wir freuen uns natürlich an alle, die schon eine Lego-Stadt gemacht und aufgebaut haben, die das schon hinter sich gebracht haben, mehr oder weniger. Was ihr dann zu berichten habt, also das bitte natürlich in die Kommentare. Ja, wir haben ja schon ein paar Leute inspiriert, dass die Städte angefangen haben, was ich so cool finde, denn ich hätte nie gedacht, dass wir irgendwie da irgendwen dazu bringen, eine Stadt anzufangen, aber so cool. Also, hätte ich auch nicht, aber ja, wir schwenken mal die Kamera in Richtung unserer Stadt und ja, mit was beginnen wir? Natürlich, man braucht am Anfang einen geeigneten Platz für die Lego-Stadt. Wir tun uns da relativ leicht. Wir haben einen Dachboden, der über 120 Quadratmeter Fläche hat, bekommen für unsere Lego-Stadt. Allerdings auch erst nach jahrelangem Planen und natürlich viel Geld, was wir da reingesteckt haben. Aber ja, denkt euch, ihr braucht da auf jeden Fall schon ein paar Quadratmeter. Es geht natürlich kleiner auch, aber unsere Devise war von Anfang an, dass man mit mehr Platz einfach auch ein bisschen mehr machen kann. Ja, und was wir auch schon mitbekommen haben, denn wir haben ja natürlich auch schon mit anderen Städtebauern geschrieben und uns ausgetauscht, dass wenn es kein Wohnraum in dem Sinn ist, speziell auch wo keine Katzen sind, keine Hunde, kein sonstiges, ist es natürlich viel leichter, weil einfach nicht so viel Dreck in den Raum gebracht wird. Also das wäre schon zum Überlegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, keinen Wohnraum dafür zu verwenden, wäre es vielleicht nicht so schlecht. Ich bin zwar hinter der Kamera gewesen, aber ich habe jetzt genickt, also ihr habt mich nicht gesehen, aber da hast du vollkommen recht. Es ist natürlich so, wir machen in Kürze noch ein eigenes Video, wo wir euch mal zeigen, wie wir die ganze Anlage hier staub- und schmutzfrei halten. Ja. Und das gestaltet sich bei uns trotz dieser immensen Größe eigentlich sehr einfach, da wir ja hier auf einem Dachboden sind, wo sonst eigentlich außer uns oder vielleicht mal unsere Mütter nie wer heroben ist. Und natürlich, wenn ihr die Anlage in eurem Kinderzimmer aufgebaut habt oder im Wohnzimmer, wo den ganzen Tag Leute aus- und eingehen, wo die Fenster aufgemacht werden und so weiter, dann ist das natürlich schon mit dem Staub und mit dem Dreck eine ganz andere Angelegenheit. Wir haben hier zum Beispiel, das kann ich euch auch zeigen, einen Teppichboden verlegt. Da haben am Anfang ein paar Leute geschrieben, dass das nicht so eine gute Idee ist mit dem Staub. Wir haben aber absichtlich einen Teppichboden genommen, einfach wegen der Wärme, speziell im Winter, mit einem relativ niedrigen Floor. Also der kann eigentlich dann gar nicht so viel Staub aufnehmen. Wahrscheinlich wäre es besser, einen Laminat- oder Parkettboden hier zu haben, aber das wäre dann einfach nicht so gemütlich, vor allem nicht jetzt im Winter. Und teuer natürlich auch für so viele Quadratmeter. Dann als nächstes natürlich die Frage, oder wolltest du noch was sagen? Nein, ich bin zufrieden, aber vielleicht die Tische. Genau, dazu wollte ich gerade kommen, wie man die Stadt jetzt also aufbaut. Wir haben schon Lego-Städte am Boden gesehen, wir haben selbst auch schon Lego-Städte am Boden aufgebaut gehabt. Das ist zwar einfach und vielleicht die leichteste Lösung, aber es ist ein Problem, je älter man wird, wenn ihr noch jünger seid, dann geht das vielleicht noch. Aber irgendwann geht das dann doch nicht mehr so gut. Wir haben gesagt, unsere Lego-Stadt muss auf einem Tisch stehen.
im besten Fall ja ungefähr in einem fast Esstischhöhe, dass man so wirklich, wenn man so wie Rita hier steht, es wäre sogar noch möglich 1-2 Zentimeter höher, finde ich. Aber das ist eigentlich ideal und da kommen wir jetzt gleich dann zu unseren Platten. Also ihr seht hier Rita nochmal, hier kann sie schön arbeiten, wenn sie steht. Wir haben uns entschieden, da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, unterscheiden sich die Geister für OSB-Platten oder auch Verlegeplatten heißen die sind im Baumarkt erhältlich. Und wir haben uns entschieden für die Dicke mit 19 mm. Das hat den Grund, dass sie sich dann nicht so leicht durchbiegen. Wir haben zwar an manchen Stellen noch eine Stütze zusätzlich einbauen müssen, weil einfach so viel Zeug schon herumsteht, aber die gibt es auch weit dünner. Wir haben die 19 mm genommen, im Format 1x2 Meter ungefähr. Und das hat vor allen Dingen den Grund gehabt, dass sie ja sehr leicht zu besorgen sind. Fährt man mal in den Baumarkt und kann sich da gleich 15, 20 Stück mitnehmen oder auch liefern lassen natürlich. Und den großen Vorteil haben diese Platten, Rita zeigt schon hin, super hineinschneiden kann. Also ich hätte ja zum Beispiel keine Freude, wenn wir solche schönen Tische hätten und da würde dann hineingeschnitten, aber bei solchen Platten tut es einfach nicht ganz so weh. Genau, also wir haben hier den Sonderfall, dass wir hier einfach, ich weiß gar nicht, ungefähr 10 dieser vertikalen Pfosten, diese Dachstützen im Raum drinnen haben. Und es gibt ja auch, ich blende euch vielleicht ein Bild ein, ich weiß nicht, wie die heißen, von Ikea, so relativ beliebte Tische. Es gibt auch andere Hersteller, die haben so Hobby-Modellbahntische und so weiter. Für uns war es einerseits eine Preisfrage. So eine Platte kostet, ich glaube, 7 oder 8 Euro. Also das ist mehr oder weniger dann vertretbar für 2 Quadratmeter. Müsst ihr euch ausrechnen, was das sonst kosten würde. Und einfach der Umstand, dass man hier mit einer Stichsäge oder was anderem relativ leicht reinsägen kann. Stimmt. Zur Unterkonstruktion, das haben wir euch sicher auch schon mal ein bisschen vorgeführt. Wir haben uns da entschieden für solche Klappböcke. Ich weiß gar nicht, wie viele wir da insgesamt haben. Ich glaube, es sind über 100. Die gibt es, wenn ihr bei eBay einfach nach dem Stichwort Klappbock sucht. Und da gibt es rote, die sind qualitativ ein bisschen besser. Die haben wir zum Beispiel dort hinten, wenn ihr schaut. Und es gibt gelbe, die sind vom Format her ziemlich gleich, sind auch immer 78 cm hoch, weil wir auch immer wieder gefragt werden, wie hoch unsere Lego-Stadt ist. Also die sind im aufgebauten Zustand 78 cm hoch. Die gelben sind um ein paar Euro günstiger, sind aber von der Qualität her auch leider ein bisschen billiger. So haben wir das gemacht. Es gäbe noch andere Möglichkeiten, so eine Stadt aufzubocken, aber wir haben uns da entschieden. Die sind auch, ich glaube, ungefähr einen Meter breit. Und ich glaube einfach die einfachste Variante, denn die muss man ja dann nicht quasi festmachen an den Platten, sondern die werden einfach hingestellt und die Platte drauf und fertig. Und man muss jetzt nicht irgendwie Tischbeine anbohren oder sonst. Ganz richtig, wir haben ja unser Layout auch immer wieder mal ein bisschen verändert und angepasst und diese Klappböcke kann man dann sehr leicht einfach drunter schieben. Das ist also überhaupt kein Problem und ihr seht zum Beispiel hier unter dieser großen Platte sind nur 2 Klappböcke, also hier und einer hier und das geht ohne weiteres, ohne dass sich das viel durchbiegt. Ja. Wobei ich glaube, wenn ich mir eine eigene Lego-Stadt machen würde und eine kleinere, ob ich mir nicht vielleicht sogar Tische holen würde, weil es einfach noch schöner ausschaut. Ja, es gibt da speziell von Ikea diese weißen Tische, die schon sehr nett aussehen. Da muss man halt schauen, wie das vom Format her am besten passt und wie man Platz hat. Ja. Auf was ihr auch aufpassen müsst, und das haben wir eigentlich auch ein bisschen erst zu spät mitbekommen, jetzt geht's so mit Ach und Krach, ist der Umstand, dass ihr ja natürlich noch überall hinkommen müsst. Es ist auch bei kleineren Layouts teilweise schon ein bisschen schwierig, dass man noch alles erreichen kann. Ja. Bitte plant also eure Lego-Stadt so ein, dass ihr überall von allen Seiten noch hinkommen könnt. Wir haben jetzt hier, seht ihr es, 1, 2, 3 und wenn man das da vorne rechnet, 4 so Bauluken eingeplant. Ja. Aber ihr erinnert euch sicher noch an das Video, wo meine Mutter den Hogwarts-See gefliest hat und wo sie, also da habe ich mir teilweise schon Sorgen gemacht.
quasi in der Yoga-Position da gefliest hat, das war schon sehr knapp mit dem Erreichen. Ja, also wir haben schon Stellen, die nicht gut mehr zu erreichen sind. Speziell leider. seit der letzten größeren Erweiterung sind ein paar Stellen, die man etwas schlechter erreicht. Und natürlich bezüglich der Größe muss man auch immer schauen. Wir haben jetzt immer hier eine Platte immer ein bisschen nach hinten verschoben. Das heißt, die sind ungefähr die Löcher jetzt 1 Meter breit. Und ich glaube 40 Zentimeter in diese Richtung, wo Rita immer lacht. Sie kommt momentan etwas schwerer durch. Ich versuche es lieber nicht, denn das letzte Mal, als ich in dieses Loch hineingehen wollte, habe ich die Hälfte vom Bauernhof niedergerissen. Also das mache ich heute lieber nicht. Wir lassen lieber den Christoph da hineinkrabbeln. Aber ihr seht es, man kann ja auch problemlos zu zweit stehen. Und wenn man nicht so dickbäuchig ist wie du, dann geht das eigentlich und man kann dann, wie gesagt, auch von der anderen Seite ganz normal arbeiten. Du kannst dich sogar drehen, also ich bewundere dich. Ja, ich bin ja sportlich, was glaubst denn du? Ein weiteres Thema ist immer wieder die Beleuchtung. Vielleicht könnt ihr euch noch an unsere ersten Videos erinnern. Einen tollen Schwenk. Und zwar haben wir in den ersten Videos noch Glühbirnen an der Wand gehabt. Die waren eigentlich auch gar nicht so schlecht. Eine Glühbirne, die mit viel Watt ausgerüstet ist, die leuchtet auch ganz gut. Aber nicht, wenn es nur 4 sind auf so einem großen Raum. Aber da war es natürlich dann doch ein bisschen problematisch. Man merkt schon beim Lego-Bauen, wenn das Licht nicht gut ist, dann wird man schon schnell müde. Man muss sich schon konzentrieren. Wir haben uns jetzt vom Bauhaus für solche LED-Paneele entschieden. Die sind 120 cm mal 60 breit und die kann man auch einstellen von der Lichtwärme und von der Helligkeit. Und die machen hier eigentlich schon ein sehr schönes Licht. Das einzige ist hier hinten beim Gruselpark. Ja, aber da muss das ja ist nicht ganz so hell, aber dort muss eigentlich das Licht ein bisschen gedimmt werden. Genau. Wir haben zuerst überlegt, ob wir nicht solche, wie nennt man das, wo man sehr viele verschiedene Lampen aufhängen kann auf eine Stange. Ach, das wären so Spots gewesen, die man dann so ausrichten könnte in alle möglichen Richtungen. Da gibt es von Philips ein ganz cooles System. Das wäre cool gewesen, aber noch mehr Aufwand und wir wollen ja immer weniger Aufwand und ein gutes Ergebnis und das war dann eben diese Paneele. Es war eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Blindkauf. Wir haben uns natürlich die Lampen im Baumarkt angeschaut und wussten zu dem Zeitpunkt nicht, wie die dann in unserem Lego-Raum aussehen werden, weil dort im Bauhaus sind ja Hunderte, wenn nicht Tausende Lampen nebeneinander aufgebaut und eingeschaltet. Da sieht man dann das Licht eigentlich wirklich nicht so gut, aber wir sind ganz zufrieden. Jetzt ist es momentan draußen noch hell, aber auch wenn es dunkel ist, haben wir hier in der Lego-Stadt ein ganz gutes Licht und sie sind gleichzeitig auch sehr sparsam. Ich glaube, eine dieser Lampen hat 50 oder 60 Watt, also das ist eigentlich wirklich sehr vertretbar. Apropos Strom, denkt bitte daran, wir haben es hier, je nachdem welche Technik ihr einbauen wollt, zum Beispiel bei den Zügen, dass ihr da und dort auch eine Steckdose parat habt. Außer ihr fährt nur mit den neuen Powered Up oder RC, den Radio Control Zügen. Dann braucht ihr keine Steckdose, aber natürlich, es ist zum Staubsaugen oder einfach. Ich habe gedacht, Rita und Christoph. Das kann natürlich auch sein. Da braucht man dann natürlich ab und zu mal eine Steckdose. Und auch vielleicht für Wärmestrahler oder sonstig oder Radios. Genau, also man muss sich ja irgendwie ein bisschen unterhalten. Es kam auch schon in den Kommentaren, ob wir hier nicht eine Kaffeemaschine aufbauen, weil du immer Kaffee trinkst. Das wäre natürlich auch ideal. Aber ja, wir wollten euch jetzt mal zeigen, was wir so gemacht haben, bevor wir eigentlich mit der Lego-Stadt angefangen haben. Und zwar den ganzen Unterbau. Und ich glaube, wir werden dann noch in nächster Zeit ein zweites Video machen, wo wir euch einfach mal ein paar unserer Ideen oder Erfahrungen mitteilen in Bezug auf das ganze Layout als solches. Da kommen ja auch immer wieder Anfragen rein, wie wir das gemacht haben und warum wir spezielle Straßenzüge so gemacht haben oder wie das mit den Fließungen des Gehsteigs aussieht und auch speziell die Modulars, die sind ja nicht ganz so leicht in eine Stadt zu integrieren, obwohl sie eigentlich so schön auf den Bodenplatten stehen. Da werden wir im Jänner wieder ein kleines Thema haben, denn im Moment haben wir, es ist auch noch gar nicht offiziell angekündigt, was es ist, wir wissen es ja noch nicht, aber wir haben gar keinen Platz eingeplant für das neue Modular, da werden wir uns wieder kümmern müssen.
Und da kommt dann Teil 2, da werden wir euch vielleicht auch ein bisschen zeigen, wie wir unsere Teile so sortiert haben. Wir haben ja dort hinten eigentlich mehrere Kleinteile-Sortiments und das ist natürlich auch wichtig. Und auch das mit den eben Platten, wie du gesagt hast, Platten verlegen, ein großes Thema, ein großes Streitthema. Man kann sehr viel falsch machen. Deswegen, da muss man schon sehr gut aufpassen. Aber ich glaube, zu dem kommen wir noch extra, denn das ist ein mega, mega großes Thema. Ein Streitthema ich kann mich jetzt nicht an einen Streit zwischen uns beiden erinnern, aber das klären wir dann beim nächsten Mal. Was uns interessieren würde, schreibt uns auf jeden Fall auch in die Kommentare, wie ihr das so gemacht habt mit eurem Stadtlayout, welche Tische ihr benutzt, welche Stützen ihr benutzt, welche Beleuchtung vielleicht, alles was sonst noch wichtig ist. Wir haben sicher eine Tonne an Informationen vergessen und bitte denkt dran, das ist jetzt nur das, was wir gesagt haben, so wie es für uns einfach jetzt technisch und auch finanziell realisierbar war. Wir sind uns sicher, da gibt es schönere Methoden in Bezug auf die Tische, vielleicht gibt es sogar eine bessere Beleuchtung, aber wir haben es, da stellt sich die Kamera direkt auf unscharf, aber wir haben es jetzt für uns mal so gemacht und wir sind eigentlich sehr zufrieden. Verbessern das Ganze natürlich auch immer wieder. Es wird jetzt demnächst auch so sein, dass wir vielleicht mehr Sets beleuchten werden in der Stadt. Da sind sicher diese USB-Platten ganz gut, denn die kann man ohne schlechten Gewissen auch mal durchbohren, damit man ein Kabel nach unten verlegen kann. Aber wie gesagt, schreibt uns einfach in die Kommentare, wie ihr das so gemacht habt oder ob ihr da irgendwelche Erfahrungswerte habt. Und dann werden sich diejenigen, die eine neue Lego-Stadt planen, wahrscheinlich die allerbesten Informationen rausholen. Ja, das hoffe ich doch. Und ich hoffe, dass wenn ihr vorhabt, eine zu machen, dass ihr das auch umsetzt. Denn wir haben extrem lange damit gewartet, dass wir das eigentlich dann erst umgesetzt haben. Vielleicht hat es so sollen sein, aber vielleicht wären wir auch schon viel weiter, wenn wir früher angefangen hätten. Wer weiß. Das ist möglich. Genau. Wir sehen uns demnächst wieder. Ja. Hoffentlich lassen wir dann auch wieder mal einen Zug fahren. Ich glaube, die Gleise sind schon fast ein bisschen angestaubt. Ja. Aber das wird schon wieder mal was werden. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten und passt auf euch auf. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.